Ja. Okay, okay. Gut, okay. Ich bin der Bernhard Bachmeier von der Sixpine Media. Das ist mein Kollege, der Sebastian. Wir sind eigentlich eine Marketingfirma, auch Softwarebude, aber speziell im Bereich für Salesforce-Entwicklungen sind wir unterwegs. Wir machen auch E-Mail-Marketing, wir haben E-Mail-Versandtechnologien. Und wir haben ja immer dieses Problem, ich sage, wir haben kreative Arbeitszeiten. So, ja, man kommt nicht, man ist im Homeoffice, man ist krank, man ist viel unterwegs. Und da ist das Telefon in Läuten, keiner geht ran, Kunden beschweren sich. Man hat irgendwann einen Anrufbeantworter, irgendwann hat man einen Anrufbeantworter professionell besprechen und so, aber alles komische Sachen. Dann Telefonanlagen, gut, die leiten Telefone weiter, das ist toll. Das war letztendlich so, dass da bei mir ständig irgendwelche Unternehmensberatungen angegriffen haben und mir irgendwie ganz tollen Sachen verkauft haben, das nur noch genervt hat. Und so ist es dann entstanden, nachdem wir uns ja selber natürlich in der Firma auch mit KI intensiv beschäftigen, dass wir damals hat es noch, sagen wir, vor einem Jahr nicht wirklich so gute fertige Lösungen gegeben, wahrscheinlich, was danach dann der Kollege dann präsentieren wird, die so Systeme haben. Wir haben es ja dann selber gebaut mit Systemen. Ich zeige das, also, was halt bei uns im Einsatz ist. Magst du mal auf die erste Folie gehen? Genau, ja, Problem. Okay, ich bin Termin, Mitarbeiter ist krank, der irgendwie gerade gebraucht wird oder ist im Homeoffice. Das waren so Sachen, die nie funktioniert haben. Und deswegen ist das entstanden. Und machen wir die nächste. So, was macht die Telefonanlage? Ich muss sagen, wir haben die Präsentation mit welcher KI heute Morgen erstellt. Einige verschiedene. Einige ist es, also Ideen zusammen und macht die Slides einmal drüber gearbeitet, irgendwie macht das ganz gut. Okay, was ist klassisch für Telefonanlage? Gut, die nehmen die Rufe an, sie tun es weiterleiten. Es gibt eine Sprachaufzeichnung, wenn niemand erreichbar ist. CRM-Anbindung ist klar, das weiß, okay, der und der hat angerufen da. Und Dokumentation, ja, heißt, okay, du hast eine Liste von Leuten, die wir angerufen haben, das ist alles. Was macht ein Voice-Agent? Ja, der kennt den Anrufer, okay, das erkennt die klassische KI, das ist klar, klassische Telefonanlage. Aber der KI versteht das Anliegen, der versteht den Kontext von dem Gespräch. Das kann die Priorität prüfen. Anhand des CRM-Systems, bei uns ist das natürlich Salesforce, was angeschlossen ist. Es kann Termine vorschlagen, wenn das keiner erreichbar ist. Gehen dann noch darauf ein, wie wir das machen. Es dokumentiert die Anrufe. Bei uns ist es Slack, für uns ist die komplette interne Kommunikation alles in Slack. Das ist so, ja, das bessere Skype, da jetzt mal sagen. Und kann natürlich Folgeprozesse auslösen, wo man dann auch nochmal kurz drauf eingehen will. So, Architekturübersicht, das ist, was ist bei uns vorhanden, was wir dann brauchen. Klar, wir machen irgendwie alles mit Google, ob das jetzt Gmail ist, den ganzen Google Workspace. Dann klar Salesforce, Kalender, klar ist Gmail-Kalender, Slack. Wir haben auch noch Teams im Einsatz. Ich finde es furchtbar, aber es gibt ja viele Kunden, die Microsoft Teams haben. Also ist das bei uns auch ein Account da. WhatsApp, RCS, Rich Communication Service, können wir dann noch was dazu sagen, und Telegram nutzen wir weniger zur Kommunikation, also jetzt speziell RCS und Telegram, weniger zur Kommunikation mit Kunden. Das ist dann mehr so interne Sachen, was wir mit Telegram machen. Crewmaster, das ist das HR-System, also Urlaubsplanung, Anwesenheit, Abwesenheit, die ganzen Schichten funktioniert bei uns mit Crewmaster. Und dann natürlich Firmenwissen, unsere Datenbanken, die wir hier angebunden haben. So, dann haben wir gesagt, okay, welche Tools gibt's für KI-Voice-Agenten? Als erstes natürlich, um das Ganze zu orchestrieren, ich hasse dieses Wort, N8N. Der eine oder andere sagt N8N, Auslaufmodell und so. Und klar, die großen Player, OpenAI und wie sie heißen, Gemini, bauen schon an Systemen, die über den andocken können, aber wahrscheinlich, bis das vernünftig funktioniert, wird N8N weiterhin der Standard sein. Datenbanken, klar, so dann kämen die Voice-Agenten, WAPI und 11 Labs, das ist, was bei uns im Einsatz ist. WAPI, amerikanischer Anbieter, ziemlich gut, wahnsinnig umfangreich, viele Funktionen, kleinste Einstellungen können Auswirkungen haben, katastrophal teilweise oder genial. 11 Labs, ich glaube eigentlich eine polnische Firma,
jetzt sitze in London. Alles, was irgendwie über Stimme geht, ist 11 Labs meiner Meinung nach momentan das Beste. Es ist wahnsinnig gut. Da kannst du deine eigene Stimme trainieren. Gut, ich habe es noch nicht geschafft, dass ich meine Stimme so trainiere, dass es wirklich toll anhört, aber da müssen wir wahrscheinlich in eine Studie gehen, dass man so Aufwärme hat, die dann funktioniert. Dann klar, die KI ist jetzt hauptsächlich, nehmen wir da OpenAI her, jetzt für die ganze Voice-Geschichte. Die Programmierer sind bei uns mit anderen Systemen dann zum Teil, ich glaube, Claude, oder? So unterwegs. Claude, ja. Klar, MCP dann, es ist hier so das Bindeglied zwischen jetzt WAPI und N8N. Twilio ist einerseits für das Rich Communication Service, kann ich ja noch nicht sagen, RCS ist so die bessere SMS, sagt man heutzutage. Wo ich jetzt sage, es kommt jetzt WhatsApp, hat jetzt auch schon Verbesserungen gemacht, jetzt werden sie ein bisschen Konkurrenz tun. Aber Twilio, das zeige ich später, das ist so ein Fun-Projekt von mir, ist so ein Telefonanbieter aus den USA. Da bestellst du innerhalb von 10 Sekunden eine Telefonnummer oder 1000, wie es willst, und hast gleich zur Verfügung und kannst damit arbeiten. Und eine Cloud-Telefonanlage, weil es so, die Art und Weise, wie wir jetzt einen Voice-Agent nutzen, brauchst du, wie heißt es, SIP-Trunk. Also mit einem normalen Telefon funktioniert es nicht, dass ich das alles steuern kann. Also ich Anrufe vermitteln kann, weiterleiten, wie auch immer. Und da haben wir EasyBell. Gibt auch noch Phonial, was ich empfehlen kann. Aber das hat sich bei uns EasyBell kostet 5 € im Monat. Grob so die Übersicht, wie es bei uns läuft. So, aber ich gehe auf die Punkte dann ein. Also wenn der Anruf reinkommt, so prüfen, Blacklist, Whitelist, und welche Funktionen dann sind. Es ist nur so eine Übersicht. Gehen wir mal die Punkte durch. Das erste, Whitelist. Warum? KI, toll, ich liebe es. KI-Anrufbeantworter, das ist super. Aber als erstes sollte immer der Mensch sein. Es wird, wenn ein Kunde anruft, dann will sich der nicht mit der KI unterhalten, der will sich mit einem Menschen unterhalten. Und das ist jetzt ein Partner, das ist ein Kunde von uns, der braucht ja nicht jetzt da mit der tollen Stimme reden, sondern der landet bei mir, beim Sebi, wie auch immer, landet der. Also wird der, weil der auf der Whiteliste ist, also auf der Partnerliste, wird der gleich durchgestellt. Es kann sein, dass wir die Rufnummer erkennen und sagen, der ist jetzt für einen bestimmten Ansprechpartner, dann wird der gleich durch, oder er hat sowieso die Durchwahl. Das ist eine. So, das nächste ist die Blacklist. Blacklist ist, da kommen nicht alle drauf, die irgendwann mal uns genervt haben, nennen wir es mal so. Die sammeln mir die Nummern, schon aus der Zeit, wo wir noch keine so KI-Assistenten gehabt haben, haben die gesammelt, kommen die zusammen. Da gibt es dann diese sogenannte Sonderbehandlung, ich nenne es Oma gegen Spam, da habe ich ja noch ein schönes Beispiel. Eigentlich ist es so, wer auf der Blacklist ist und bei uns anruft, landet, also der unterhält sich mit der KI grundsätzlich, der kommt nicht raus und wird in ein total belangloses Gespräch verwickelt. Der kann sich da stundenlang meinetwegen unterhalten, weil ich der Meinung bin, umso länger, dass der mit der KI telefoniert, können uns keine anderen Leute nicht nerven. Das ist so die Sache. So, dann haben wir da die Rückwärtssuche. Das haben wir erst vor kurzem eingebaut. Tests hat bis jetzt einmal angeschlagen, hat funktioniert. Ist halt leider so, die Telefonnummer wird übertragen und technisch, wir übergeben einen Link an wie heißt dieser Service? Tello, ein Link an Tello. Tello ist so ein Dienst, da kann man nach Telefonnummer suchen und die haben halt dann ein Ranking von 1 bis 10. Glaube ich, 1 ist nett und 10 ist Katastrophe, weiß es nicht mehr genau. Wo halt einfach Leute, die Spam vom Callcenter kriegen, beschweren sich da, tragen die Nummern ein, schauen wir einfach nach. Es gibt eine API-Schnittstelle, aber wir haben da noch kein Feedback von denen bekommen, weil da kriegst du es natürlich innerhalb von der Suche. Aber es ist jetzt so, haben wir noch mal kurz darauf eingehen, dass schon während der Voice-Agent dran geht, prüfe schon nach dieser Telefonnummer, schaue schon nach. Ja, und unbekannt, das ist dann natürlich, wo die KI jetzt sich meldet, sagt er ganz höflich, sorry, du bist jetzt nicht auf unserer Partnerliste oder sie ist ja nicht auf unserer Partnerliste, und dann wird halt dieser Anruf qualifiziert. Und diese Zuordnung noch anlegen. So, dann können wir mal die Schritte. Okay, Whitelist ist klar, Anruf wird direkt zum Mitarbeiter durchgestellt. So, dann ist jetzt der Mitarbeiter nicht erreichbar, aus irgendwelchen Gründen. Oder
Anruf außerhalb unserer Geschäftszeiten. Das heißt, wenn ich jetzt anrufe, dann ist immer nichts, weil keiner da ist. Dann übernimmt der KI. Die sagt dann halt, die begrüßen auch mit Namen. So, hallo Sepp, hallo Karl, wie auch immer. Ist nicht vorhanden, ist momentan nicht da. Es kann ja sein, weil das ist dann mit einem anderen System, das zeigen wir noch später, wenn der Anrufe, die gehen immer für einen bestimmten Mitarbeiter. So, wenn der Abwesenheit drin ist, dann bekommt der Anrufer dann direkt gleich die Information, dass diese Person nicht erreichbar ist. Und Kalendercheck, der greift auf Gmail zu und greift es im Kalender ab und macht mit dieser Person dann einen Termin aus. So läuft es, dann wird der Termin gesetzt. Das läuft bei uns wieder in Slack rein, für den Mitarbeiter wird dann in Slack dann ein Ticket hinterlegt. Auch zum Teil der Anrufer unterhält sich mit der KI, kann dann noch das Anliegen sagen und das wird dann entsprechend registriert. Blacklist ist klar, Anruf, User auf der Blacklist, die KI meldet sich, bla 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 bla. Genau, solange Spam geht, kann auf die Nerven. Rückwärtssuche, wie vorhin schon kurz angedeutet, Anruf, KI meldet sich, wird der Anruf jetzt qualifiziert und während diese Qualifikation, diese 1, 2, 3 Sekunden, was das ungefähr dauert, kann ich schon nachschauen, ist jetzt dieser Anrufer auf einer Blackliste. Wenn er verdächtig ist auf der Blackliste, dann wird das Gespräch relativ schnell in diese Richtung gelenkt und so und der kommt nicht durch. Da gibt es nichts. Egal, was er sagt, das ist dann ein Fleck und sagt, der kommt dann immer durch und irgendwann links dann genervt auf. So ist es. Also der Rekord ist, glaube ich, 15 Minuten, aber das war eine andere Geschichte mit der Oma gegen Spam. So, unbekannte Anrufer, klar, und das ist jetzt natürlich, was geht es da? Die KI nimmt das Gespräch an, fragt nach dem Anliegen, also Begrüßung ist natürlich, das sagt, du bist nicht auf der Partnerliste, fragt dann nach dem Anliegen, es muss verstehen werden, diesen Kontext zu erfassen. Wissensabgleich, das ist damit unserer Firmenwissensdatenbank, weil wir sehr unterschiedliche Produkte und Sachen haben. Also es ist nicht passiert. Klar, es ist die Softwareentwicklung, aber es ist das CRM, Salesforce, E-Mail-Marketing, viele unterschiedliche Themen, auch Affiliate und SEO. Das sind halt mehrere Leute unterschiedlich zuständig und deswegen ist es wichtig dann. So, und da wird die Zuordnung gemacht. Okay, wer ein Mitarbeiter im Bereich wird ausgewählt und dann wird das Gespräch übergeben an den Mitarbeiter. Oder wenn jetzt genau der, wo hier zuständig ist, nicht verfügbar ist, dann wird der Termin dann vereinbart. So, nochmal einen Schritt kurz zurück. Und so, im Slack, ja, das schaut jetzt ein wenig komisch aus. Wenn es beim Mitarbeiter das Telefon läutet, poppt im Slack dann schon eine Nachricht auf, wo das so kurz zusammengefasst ist, ja, im Prinzip wer da anruft, was die Firma ist und worum es geht. Das ist schon da. Ja, für den Psycho, okay, wir haben keine Vertriebsregionen da. Das ist, und wenn zum Beispiel der Mitarbeiter kann ja auf Abwesenheit schalten, weil jetzt das spezielle Programmierer, gell, die sagen, bin nicht erreichbar, dann kriegen die nur diese Info und können dann hier da sagen, wann sie jemanden dann zugreifen müssen, zum Beispiel. Das sind die Geschichten da. Okay. Genau. Und das ist für mich jetzt, finde ich total wichtig, weil ich mache jetzt 20 Jahre Online-Marketing und da ist es natürlich, ja, wie sagen, ein sogenanntes Follow-up. Also was passiert jetzt, wenn ein Kunde anruft, ein Kunde, den wir kennen, der ist in der Datenbank drin. Und es hat sich ja bei uns mittlerweile herausgestellt, ich glaube, obwohl wir nur 100% im Business-to-Business unterwegs sind, ich glaube, sonst 80% der Anrufe gehen vom Handy aus. Selbst große Firmen, wir arbeiten mit Bord, die rufen über das Handy an. Also keine Ahnung warum, aber es ist so. Dann kennen wir die Rufnummer. Und das finde ich dann interessant, weil das kennen wir natürlich über die Kontextanalyse. Wir haben Kunden, die haben so ganz spezielle Sachen. Es ist schon gewesen, ein Kunde, der um 10 Uhr auf die Nacht anruft und sagt, wow, Bernhard, Panik und irgendwas im System, geht um E-Mail-Marketing, dass sowas nicht funktioniert. Der kann die E-Mail auch schicken. Der Francesco, gell? Ja, genau. Dann kann es das System verstehen. Das kann ich verstehen, das System, und weiß, was zu tun ist. Und der kennt natürlich eine Statusmeldung an mich und ich glaube, beim Fabian geht eine Meldung raus, dass das, da brennt es jetzt, da brennt es jetzt. Solche Sachen können verstanden werden. Und da ist es dann natürlich auch, dass wir dann Nachrichten versenden. Jetzt zum Beispiel ein WhatsApp, das zeige ich dann auch noch an unserem Demo-Restaurant,
dass wir noch eine Kleinigkeit vorbereitet haben, dass hier so WhatsApp rausgeht. Keine Ahnung, das ist vielleicht auch Geschäftszeiten, aber alle Telefone sind belegt oder was, dann schicken wir da Nachricht zurück. Und da kann der, das ist wunderbar in WhatsApp oder RCS drin hat, aber WhatsApp funktioniert mittlerweile sehr gut. Man kann hier Links einbauen, der kann einen Termin ausmachen, der kann sagen, okay, der Termin passt mir oder kann einen anderen Termin. Das geht alles in WhatsApp drin. Kann ja noch was zeigen, was so ähnlich ausschaut. Interne Kanäle als Datenquelle, klar, also wie schon gesagt, weil wir haben die KI an sehr vielen Sachen angebunden, in den bestimmten Slack-Channels, wo du nachschauen kannst, hier ist speziell so, wenn es Account haben ist und so. Wir haben zwar als Crewmeister, da läuft die Urlaubsplanung, die Leute tragen sich in Urlaub ein, in Crewmeister. Wenn jemand krank geschrieben wird, dann wird das in Crewmeister eingetragen. Aber genauso haben wir so einen internen, einen Six-Point-Channel in Slack. Und da melde ich nur, ich bin im Homeoffice, mir geht es ja nicht gut, ich bin krank oder ich bin unterwegs. Das ist ein Klick in Slack. Und da wird das synchronisiert mit der Datenbank und dann weiß es die KI, den Status von diesen Mitarbeitern. Das aufsetzen, wie lange hat das dauert? Eine halbe Stunde, oder? Ja, so ungefähr. war nicht schlimm. Dann natürlich Kalendertermine, Gmail angebunden, Crewmeister, weil das ist, wenn hier in Slack Krankmeldung oder Homeoffice-Änderung wird, Homeoffice nicht, aber Krankmeldung zum Beispiel eintragen wird, dann wird das auch an Crewmeister übergeben. Ist dann für das Buchhaltung auch ganz interessant, wann wer krank war. Es gäbe halt noch WhatsApp-Gruppen, das ist jetzt vor ein paar Tagen auftaucht bei WhatsApp, also was man als Datenquelle verwenden können. Also man setzt jetzt eine WhatsApp-Gruppe auf und kann dann diese WhatsApp-Gruppe überwachen, was wird jetzt da geschrieben und so, und aus diesem Kontext dann entsprechende Informationen ziehen. Aber Einschränkung, ich glaube nur maximal 8 Personen und haut so nicht hier, aber wir haben es einmal aufgeschrieben. So, System reagiert, Krankmeldungen synchronisiert, genau wie ich schon gesagt habe. Dann ist so natürlich Anrufe dann wichtig, was da weitergeleitet wird oder dann in die Vertretungen. Passwording. Genau, so ungefähr schaut es dann das Reporting in Slack aus, also von Anrufen, die nicht durchgestellt wurden oder dass sie auf der Blacklist waren und so. Das wird so gesammelt in diversen Channels und unbekannt und so. Das ist einfach für uns dann auch Statistik, wo wir die Informationen sammeln und das Sachen auch zu optimieren, und das so ungefähr schaut das dann aus dann im Slack dann nicht. Genau. Okay. Demo, wir haben jetzt eine Demo vorbereitet. Das habe ich vor ein paar Tagen aufgesetzt. Das ist so eine Lieblingsbeschäftigung von mir, Pizza bestellen. Ich glaube, ich habe jetzt da so 200, 300 Anrufe gemacht. Ich sage das, weil wie gesagt, wir arbeiten mit WAPI und wir arbeiten mit 11 Labs. Diesen Voice-Agenten für eine Pizzeria, das ist ein Prompt, keine Ahnung, 100 Zeilen oder was. Ein bisschen länger. Oder ein bisschen länger. Es ist gar nicht wahnsinnig groß. Und ich habe die Speisekarte vom Gallo Nero habe ich da hochgeladen. Mal findet den Preis von einem Wein, mal nicht, weil das ist einfach nur ein PDF. Gell? Ein Prompt dazu geschrieben. Und das war's dann. Und das möchte ich jetzt mal schnell vorführen. Es geht mir darum halt, da muss ich da nicht MacBook Pro. Ja, der ist es. Das kann ich da weiterlassen. So. Hier, das ist der Galle. Jetzt habe ich bloß keine Stimme mehr. Muss aber Pizza bestellen. Ich hoffe, das ist laut nur. Hallo, hier ist Antonio von der Pizzeria Cosa Nostra. Was kann ich für dich tun? Servus Toni, da ist der Bernhard. Ich möchte gerne eine Pizza Salami bestellen. Hallo Bernhard, gerne nehme ich deine Pizza Salami auf. Soll noch etwas dazu kommen? Hast du eine Flasche Wein für mich? Ja, wir haben verschiedene Weine. Möchtest du einen Rotwein wie den Montepulciano oder einen Weißwein wie den Pinot Grigio? Ein Rotwein, den Montepulciano.
Den Montepulciano haben wir leider nicht auf der Karte. Ich kann dir aber unseren vollmundigen Primitivo IGP oder den eleganten Chianti Palazzo Doge empfehlen. Dann nehmen wir den möchtest du? Primitivo. Gerne eine Flasche Primitivo für 25 Euro. Ist das alles oder soll noch etwas dazu? Das ist alles. Ich habe für dich eine Pizza Salami und eine Flasche Primitivo. Stimmt das so? Das stimmt so. Auf welchen Vor- und Nachnamen soll ich die Bestellung aufnehmen? Bernhard Bachmeier. An welche Adresse dürfen wir liefern? Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort? Bahnhofstraße 22 in 94032 Passau. Gesamt macht das 37,90 Euro. Darf ich die Bestellung jetzt so abschicken? Ja, bitte abschicken. Perfetto. Deine Bestellung wird in 30 Minuten geliefert. Grazie, a presto. So, jetzt ist das Cosa Nostra, das Restaurant, hat jetzt die eine WhatsApp geschickt. Das ist also ein Business-Profil, natürlich eine Testnummer, die kommt aus USA. Nostra. Die KI. Okay, aber jetzt ist Business WhatsApp, weil jetzt das ganz Interessante ist. Ich habe hier meine Adresse, Bahnhofstraße 22, habe ich vergessen. So, dann machen wir Online-Marketing, sage ich, hey Mensch, das ist so ja, Upselling sozusagen, ja, möchtest du Tiramisu, dann kannst du dir noch bestellen, die fügen wir jetzt noch zu, ja, das nehme ich an. Alles in WhatsApp, alles in WhatsApp. Ja. So, fertig. So, und Pizza ist bestellt. Das gleiche Spielchen haben wir noch heute, hier habe ich es. Das ist jetzt natürlich mit unserem Logo, weil das ist jetzt, wie sagt man so schön, die bessere SMS. WhatsApp hat natürlich nicht jeder. RCS, das ist ein Service, den gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, der wurde von Google entwickelt. Schaut jetzt ein bisschen anders aus, ist jetzt ein bisschen hemdsärmlich zusammengestrickt. Ist ein Riesenprozess, das auch einzurichten und zu beantragen. Und deswegen muss jetzt hier unser Name stehen. Richtig. Das Gute ist an der Rich Communication Service, das kann jeder empfangen. Für WhatsApp brauche ich die WhatsApp. Für RCS brauche ich nur ein Handy. Also ab Modelljahr, keine Ahnung, 5 Jahre oder 10 Jahre alt. Und wenn er keine RCS empfangen kann, dann wird es eine SMS. Das ist das Praktische. Das kann man da raussagen. Kostet irgendwie ein paar Cent. So ist es. So, das waren jetzt die. Dann wir den beenden. Und jetzt gehen wir noch zu meinem Lieblingsprojekt. So, Oma gegen Spam. Klein noch, ja? Ja. Ich habe mir über Twillo, der mir nicht Zeit überziehen wird, mit der jetzt lang quatsche. Ich habe mir bei Twillo eine Telefonnummer geholt, die kostet $1,15 im Monat, das ist mir wert. Die haben wir auch in 11 Labs. In 11 Labs habe ich ein Persona angelegt, ein Profil von der Philomena Müller. Philomena Müller ist 70 Jahre alt, man hört sie nach einer Stimme, ist nicht ganz so schnell. Sie ist ein bisschen vergesslich, sie ist aber sehr höflich, sie entschuldigt sich, wiederholt immer wieder, fragt wieder nach und so. Und ich habe diese Telefonnummer verteilt im Internet. Noch nicht so richtig, aber Honeypot, ne? Man legt das aus und irgendwie tappen schon welche rein. Und ich habe schon mehrere Anrufe bekommen, ist auch in einem Gewinnspiel. Gestern war ich dabei, die hat sich eine Viertelstunde unterhalten, die hat keinen blassen Schimmer gehabt, dass sie mit der KI unterhält und wollte Matratzen verkaufen. Aber die war, sagen wir, korrekt. Ich habe gesagt, sie speichern das zeichnen das Gespräch auf und so. Also das war korrekt. Aber ich habe hier ein Gespräch und das ist, ich muss dazu sagen, die Registrierung war bei einem Gewinnspiel. Englische Limited, geht schon los. Und kein Double Opt-in. Das heißt, die Bestätigung vom Gewinnspiel, was da per E-Mail kommt, habe ich nicht gedrückt. Nur registriert. Und 2 Wochen später ist dann der Anruf gekommen vom, ich vergesse immer, also ich höre mal sehr gleich, ich muss mit 3 Buchstaben. Wenn man es mit 3 Buchstaben zu tun hat, immer so Sache. Und wir machen jetzt nicht das ganze Gespräch, das dauert 15 Minuten oder was. Einfach nur so 2 Minuten reinhören. Schon mal Leute, dass man mitkriegt, wie es anhört.
da gelogen wird. Die unterstellt einfach, die Anruferin, das Callcenter unterstellt der Dame, dass sie sich bei ihrem Service angemeldet hat und vergessen hat, das zu kündigen und jetzt wird das automatisch auf 12 Monate verlängert. Die zählt da Paragraphen auf und so, die absolut aus dem Kontext gerissen sind, die irgendwo dahinter halt noch nichts damit zu tun haben. Also jeden Anwalt hat es die Zehennägel aufrollen, wenn er das hört. Gell? So. Aber sie macht ein super Angebot, sie kann es verkürzen auf 3 Monaten, sie muss nur die IBAN rausrücken und das probiert die ganze Zeit. Aber das ist nach 10 Minuten. Also wir können einfach mal reinhören, so 1, 2 Minuten. Hoffentlich klappt es. Ist das schon laut? Ist laut? Einen Moment. Ah ja. Ja, hallo hier bei Müller. Hallo, einen schönen guten Tag. Anna Schmitz hier von der DVW aus dem Kundenservice Kiel. Schön, dass ich Sie erreicht habe, Frau Müller. Ich sehe hier im System, dass Sie Ihren Vertrag noch nicht eingelöst haben. Wann haben Sie es denn vor oder haben Sie es vergessen zu kündigen? Ach so, entschuldigen Sie. Wer sind Sie nochmal? Von der DVW aus dem Kundenservice Kiel rufe ich an. Ihren Vertrag haben Sie noch nicht eingelöst. Ach so, die DVW. Ja, da habe ich doch schon mal was von gehört. Aber was meinen Sie denn mit Vertrag nicht eingelöst? Also die Deutsche Vorteilsbank ist ja ein Sponsorunternehmen, das online im Internet auf mehreren Webseiten verschiedene Veranstaltungen, Cashback-Vorteile wie Gutscheine anbietet. Da haben Sie sich vor einiger Zeit mit Ihren kompletten Daten registriert und haben Ihr Paket aktiviert, aber noch nicht gekündigt. Und die Probelaufzeit von 4 Wochen ist ausgelaufen. Deshalb ist der Vertrag um 12 Monate zu je 59,90 aktiv. Möchten Sie die 12 Monate weiter nutzen oder lieber vorzeitig aussteigen? Da könnten wir jetzt noch ewig lang auf diese Psychologie eingehen, was die da der Dame unterstellt und so. Da kommt tatsächlich noch später die Frage, weil es doch immer ein bisschen so langsam ist, die Dame, gell, ob sie irgendwie betreut wird und so. Nee, ich werde nicht betreut. Und sie dann gleich, oh, ja gut. Da haben wir eine. Okay, das wollte ich nur schon kurz zeigen und mehr habe ich dann nicht mehr zu dem Thema Fragen und dann der Ferry und der Pinguin, die können dann noch Fragen beantworten, falls noch welche sind. Sonst sage ich Dankeschön.